Ladies and gentlemen, we will soon be entering the Gotthard Base Tunnel. With a length of 57 kilometers, this is the longest railway tunnel in the world. So die Begrüßung bei der Einfahrt in den Gotthard-Basistunnel in der Schweiz. Die Bauzeit des Tunnels betrug 17 Jahre und er wurde zum 1. Juni 2016 feierlich eröffnet. Er durchquert dabei den westlichen Alpenhauptkamm und wird an seiner tiefsten Stelle von 2450 Meter Gestein überdeckt. Eine solche Tunnelbohrung ist anspruchsvoll und birgt einige Risiken, so zum Beispiel in der sogenannten Pioramulde im Gotthard-Basistunnel, hier in Gelb dargestellt. Diese Gesteinsformation befindet sich am südlichen Rand des Gotthardmassivs. Sie besteht aus Kalkgestein, genauer einem Dolomit, der hier körnig wie Zucker auftritt. Wird solch ein Lockergestein angebohrt, kann dies abbrechen. Zusätzlich hatten Probebohrungen oberhalb des geplanten Tunnelniveaus ergeben, dass die Pioramulde unter sehr hohem Wasserdruck steht. Stößt der Bohrer unvorbereitet auf so einen Bereich, kommt es zu einem Wassereinbruch. Um derartige Gefahren zu vermeiden, muss die Vortriebsgeschwindigkeit des Bohrkopfes an die Eigenschaften des Gesteins angepasst werden. Und dazu muss man die Gesteinszusammensetzung und Festigkeit kennen, die unter anderem auch mit geophysikalischen Methoden untersucht wird. Hallo und herzlich willkommen. Ein Bauprojekt wie der Gotthard-Basistunnel bedurfte langfristiger Planung und Vorerkundung der Tunnelbohrung. Eine besondere Form der geophysikalischen Erkundung ist die Tunnelseismik, die dazu dient, während der Bohrung die Eigenschaften des Gesteins vor dem Bohrkopf zu analysieren. In diesem Video werde ich Ihnen Methoden zur seismischen Vorauserkundung während der Bohrung eines Tunnels vorstellen. Sie werden sehen, welche Quellen und Empfänger dort verwendet werden können und welche seismischen Wellen sich eignen, um das Gestein vor dem Bohrkopf zu analysieren. Zusammen mit geologischen Vorerkundungen und direkten Testbohrungen in die Bohrfront leistet die Tunnelseismik einen Beitrag zur Sicherheit des Bohrvortriebs. Die Verwendung von Tunnelbohrmaschinen ist heutzutage die sicherste und schnellste Art, einen Tunnel zu bauen. Diese Maschinen sind sehr groß und besitzen den Durchmesser der gesamten Tunnelröhre. Hier sehen Sie den Bohrer des Gotthard-Basistunnels. Die Bohrmaschinen bestehen im Allgemeinen aus zwei großen Teilen, dem erweiterten Bohrkopf und dem Backabzug. Zusammen mit dem Bohrkopf bilden die Abbaukammer und der Antriebsstrang den ersten Abschnitt. Er gräbt sich in den Fels, entfernt den Gesteinsschutt und stabilisiert die Tunnelfläche. Der Backabzug ist der zweite Abschnitt und befindet sich innerhalb des fertigen Teils des Tunnels. Er beinhaltet Pumpen, Generatoren, Kontrollräume und Vorrichtungen zur Schmutzentfernung oder Tunnelauskleidung. Tunnelbohrungen sind teure Vorhaben, deren Preis nicht zuletzt von der Strecke bestimmt wird, die pro Tag erbohrt werden kann. Je schneller, desto günstiger. Daher ist bei seismischen Vorauserkundungen immer von Bedeutung, wie aufwendig die Installation der Messung ist und ob oder wie lange die Bohrung dafür stillstehen muss. Seismische Vorauserkundungen sind neben Sicherheitsgründen wichtig, um die Bohrgeschwindigkeit an die Gesteinseigenschaften anzupassen. Die Vorauserkundungen können dabei Störungszonen auffinden und Veränderungen der P- und S-Wellengeschwindigkeiten im Gestein feststellen. Diese können ein Kennzeichen für Störungszonen, Wassergehalt und Änderungen der Gesteinszusammensetzung vor dem Bohrkopf sein. 4 Verfahrensklassen stelle ich Ihnen jetzt beispielhaft vor. Sie geben einen Überblick auf die vielen Varianten der Tunnelseismik. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist dabei, wo seismische Quellen und Empfänger im räumlich engen Bohrbetrieb platziert werden. Eine Möglichkeit ist das Sonic Soft Ground Probing. Dazu werden die Quelle und der Empfänger im Bohrkopf untergebracht. Seismische Wellen werden dann direkt nach vorn ins Gestein ausgesendet und an Reflektoren zurückgeworfen. Der Nachteil ist allerdings, dass eine Wartung der Technik während des Vortriebs nicht möglich ist. Eine zweite Klasse von Verfahren, Tunnel Seismic While Drilling, nutzt den laufenden Bohrkopf selbst als kontinuierliche Schallquelle. Das hat offensichtlich den Vorteil, dass das Quellsignal nicht vom Bohrlochsignal getrennt werden muss. Die Empfänger werden weiter hinten auf Höhe des Backabzuges in kleinen Bohrlöchern einige Meter in der Tunnelwand platziert. In der Auswertung werden Änderungen des Signals mit Hilfe von Kreuzkorrelationen analysiert. In der dritten Variante,
Horizontal Seismic Profiling, werden Quellen und Empfänger hinter dem Bohrkopf in kleinen Bohrlöchern installiert. Als Quellen dienen kleine Explosionen, die gezielt eingesetzt werden können. Die Wellen breiten sich dann radial vom Tunnel aus, sodass hauptsächlich Strukturen an den Tunnelseiten abgebildet werden können. Sind diese leicht gegenüber der Tunnelrichtung geneigt, können sie auf den noch nicht durchbohrten Bereich extrapoliert werden. All diese Messansätze konzentrieren sich auf die Registrierung von Raumwellen. Die Auswertung der Reflexionen folgt dann meist einer seismischen Standardmigration. Oberflächenwellen werden vernachlässigt. Diese enthalten jedoch wichtige Informationen und haben den Vorteil, dass sie entlang der Tunnelwand laufen. Wenn sie also auf Höhe des Backup-Zuges abgestrahlt werden, können damit auch Strukturen vor dem Bohrkopf abgebildet werden. Diese Abbildung zeigt, wie die sogenannten Tunneloberflächenwellen genutzt werden. Die Quelle und die Empfänger befinden sich dabei im Backup-Zug. Als Quelle wird typischerweise ein pneumatischer Hammer verwendet, der direkt an der Tunnelwand anschlagen kann. Die Geophone messen dann die seismischen Wellen in den 3 Raumrichtungen, um die Tunneloberflächenwellen vollständig aufzuzeichnen. Nach der Anregung breiten sich die Wellen entlang der Tunnelwand aus und werden mit T bezeichnet. An der Bohrfront endet die Fläche und die Tunneloberflächenwellen werden in S-Wellen konvertiert. Treffen sie dabei auf einen Reflektor, werden sie zurückgeworfen, wieder in Oberflächenwellen umgewandelt und von den Empfängern an der Tunnelwand aufgezeichnet. Aufgrund dieses Verlaufs werden sie auch TSST-Wellen genannt. Gerade weil die Oberflächenwellen an die Tunnelwand gebunden sind, verlieren sie dort wesentlich weniger Energie als die in alle Richtungen abgestrahlten Raumwellen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Tunnelvorauserkundungen mit Raumwellen. Solche Tunneloberflächenwellen wurden neben vielen anderen Untersuchungsmethoden auch verwendet, um Vorauserkundungen während des Vortriebs im Gotthard-Basistunnel durchzuführen. Eine besonders kritische Stelle war dabei die eingangs erwähnte Piora-Mulde. Erkundungsbohrungen legten nahe, dass diese eigentlich sehr weiche Zone einige 100 Meter oberhalb der geplanten Tunnelröhre aus verfestigtem Gestein besteht. Hier sehen Sie eine seismische Sektion einer Common Receiver Anordnung. Sie wurde kurz vor dem Anbohren der Piora-Mulde aufgezeichnet. Die direkten Tunneloberflächenwellen kommen dabei zuerst an und dominieren die Wellenformen. Wenn man sie mit Hilfe eines Filters ausblendet, werden die später eintreffenden Wellen deutlicher. Zuerst die Oberflächenwellen, welche an der Tunnelfront selber reflektiert wurden. Danach die Reflexion der konvertierten S-Wellen an der Piora-Störungszone. Eine Auswertung der Daten zeigt den Reflektor an einer Entfernung von etwa 50 Metern und eine S-Wellengeschwindigkeit der vorgelagerten Gesteine von etwa 3000 Meter pro Sekunde, die über den Offset der Messungen stabil sind. So konnte vorausschauend und mit reduzierter Geschwindigkeit die Piora-Störungszone angebohrt werden, die wie erwartet in diesem Bereich ausreichend festes Gestein aufwies. In diesem Video habe ich Ihnen die Methoden der Tunnelvorauserkundung mit Hilfe seismischer Wellen vorgestellt. Sie haben gelernt, dass es wichtig ist, für die Sicherheit und Planung der Bohrung zu wissen, welche Gesteinseigenschaften vor dem Bohrkopf vorliegen. Geophone für den Einsatz im Tunnel werden typischerweise an der Tunnelwand oder in kleinen Bohrlöchern installiert. Es gibt verschiedene Verfahren, die zur Vorauserkundung Raumwellen nutzen. Zum einen können kleine Sprengladungen im hinteren Teil der Tunnelbohrmaschine, dem Backup-Zug, genutzt werden. Diese Signale sind zeitlich eindeutig zu identifizieren. Allerdings sorgt der relativ große Abstand zur Tunnelfront für verhältnismäßig schwache Signale. Nutzt man hingegen die Schallabstrahlung des Bohrkopfes selber, ist das Signal zwar stark, aber kontinuierlich. Reflexionen könnten unter den direkten Wellen verborgen sein. Eine Alternative bieten Tunneloberflächenwellen, die an der Tunnelwand des Backup-Zugs erzeugt werden und zunächst an ihr entlanglaufen. An der Tunnelfront koppeln sie als S-Wellen ins Gestein ein und werden an etwaigen Störungszonen reflektiert. Auf dem gleichen Weg laufen sie wieder zum Empfänger zurück. Diese Methode verbindet somit 2 Vorteile: deutliche und direkte Einsätze bei gleichzeitigem Bohrbetrieb.